So Freunde, herzlich willkommen zu diesem neuen Video und ich habe mal direkt eine Frage an euch. Habt ihr Bock auf ein bisschen Hype? Auf ein bisschen Internet-Hype? Ich auch. Deswegen gucken wir uns heute Mind Games an, denn Mind Games ist so eine Marke, die im Moment überall gehypt wird, die überall vorkommt, die einem ständig über den Weg läuft. Die Frage ist jetzt natürlich, warum? Lohnt sich das? Ja? Und jetzt gibt es natürlich das eine, nämlich die Düfte, und das andere ist so ein bisschen das Marketing. Und ich als jemand, der aus der Werbung kommt, muss mir das immer angucken, weil ich finde das wahnsinnig interessant. Und hier habe ich das Gefühl, don't get me wrong, nur ein Gefühl, das könnte so ein bisschen so eine Reißbrettmarke sein. So nach dem Motto, Parfüm ist gerade irgendwie angesagt und da kann man noch ein bisschen Geld mitmachen. Komm, wir bauen jetzt eine Marke zusammen, ja, wir bringen irgendwie Schach und Parfüm zusammen, weil das irgendwie beides sophisticated. Das erzählen die beiden GründerInnen auch in dem Video auf der Website, könnt ihr euch mal angucken, ist super boring. Ich habe es nicht zu Ende geguckt, da wird dann basically in so einem Weißraum da interviewt und dann wird da gesagt, ja, Schach geil und Parfüm geil und so weiter. Da hat man eine schicke Website, wo man irgendwie alles toll fotografiert hat und in 3D gebaut und die Düfte haben diese massiven Flakons, kosten alle 350 € das Stück und man hat sich bekannte ParfümeurInnen geholt, die dann die Düfte machen. Ja, da hat man Annick Mirando, die hat zum Beispiel den Bois d'Argent gemacht für die Privé-Kollektion von Christian Dior und solche Leute. Also alles hochkarätig, alles so getrimmt, dass das funktioniert. Und ich habe auch so das Gefühl, das werden wahrscheinlich eher so performanceorientierte Düfte sein, aber wir müssen uns vor allen Dingen mal diese Texte hier angucken, denn das gibt so ein bisschen Einblick, wo die da hinwollen. Also, was haben wir hier? Amerikaner sind das und die sagen, in life and love we are all participants in an infinite cosmic game. Alles klar. Im kosmischen Spiel der Liebe und des Lebens machen wir alle mit. Und dann sagen sie, introducing Mind Games, a fragrance debut that transports you to the crucial moments of competition in a test of character, skill and intellect. Also hier geht es schon wieder um die Competition, ja, und diese Parfums sollen euch wahrscheinlich dabei unterstützen, dass ihr irgendwie euer Better Self seid und dann da halt richtig abrasiert. Dann geht es noch darum, ne, was für eine Art von Player du bist, ja, also are you a player who risk it all in the opening move or do you hold your secrets close until the perfect moment? Was soll ich sagen, Freunde? Da klingeln bei mir immer die Alarmglocken. Ist einfach so. Ich kann es nicht ändern. Ich werde hier ein bisschen hin und her klicken müssen, weil das ist wirklich, ich sag mal so, mein Englisch ist jetzt nicht super scheiße, aber hier braucht man teilweise echt ein Wörterbuch. Und wir wollen uns ja auch die Düfte angucken. Ich habe sie, wie gesagt, mir noch nicht angeguckt. Die haben alle zumindest vom Namen was mit Schach zu tun. Ich habe mir jetzt nur das Artisan Collection Pack hier geholt. Da sind 10 Düfte drin, kostet 50 € und weil ich nicht weiß, ob die mir gefallen, haben wir erstmal mit dem einen hier angefangen. Ne? Also nicht direkt beide, da gibt es auch noch die Soulmate Collection, aber wir fangen an mit der Artisan Collection. Und der erste Duft in dieser Kollektion ist der Castling, das ist dieser hier. Und dann schauen wir uns mal kurz direkt an, was sagen die denn dazu? Da gibt es ja immer auch da einen wichtigen Text. Vor allem wichtig ist zu wissen, diese Beschreibungen, die jetzt gleich kommen, haben leider absolut gar nichts mit dem zu tun, worum es im Schach geht. Bei Castling, soweit ich das weiß, ist das englische Wort für die Rochade. Also da kann man irgendwie König und Turm tauschen. Und ich weiß nicht, da muss eine bestimmte Bedingung erfüllt sein, damit es geht. Aber darum geht es hier gar nicht, sondern die sagen, Castling is a fragrance defined by its rare ability to eclipse expectations, advancing its cause effortlessly in a fragrance that is bright, elegant and refined. Naja gut, dann legen wir mal los. Kann ja nichts mehr schief gehen. Bei so einer Ansage, los geht's. Also, was haben wir hier? Wir sollen hier Bergamott bekommen. So springen wir mal auf. Bergamott, Feigenblatt, Fleur de Sel, also das gute Meersalz. Fräsie, Iris, Lotus. Indisches Sandelholz, madagaskischer Vetiver, Moschus und Vanilleholz. Was ist denn Vanilleholz? Habe ich auch noch nie gehört. Naja. Ich lege mir die hier wieder so hin, wie beim letzten Mal, dann können wir am Ende so ein Ranking machen. Ja, also Feige ist hier sehr prominent. Grün-blumig wird da gesagt. Aber ich muss sagen, also es ist ein angenehmer Duft, muss man sagen. Aber so wirklich, dass er mich jetzt so vom Hocker haut, also Feigendüfte gibt es ja jetzt relativ viele, vor allem in der Richtung. Ne? Also jetzt nicht so eine rauchige Feige, sondern ja, da gibt es ja den Parisian Masque von Mathieu Premier oder den Naki hatten wir letztens von Père Noir, der geht auch in so eine Richtung. Also ja, es ist ein ganz netter Duft. Hier, Castling, die Rochade. Inwiefern der mir jetzt hier irgendwie im Test of Character and Skill hilft, kann ich euch jetzt nicht sagen.
ist ja auch erst der erste Duft. Wir gehen mal weiter, wir gucken mal. Also man kann ja erstmal ein bisschen mit einem milderen einsteigen, das ist ja gar kein Problem. Man muss ja nicht immer direkt allen Leuten auf die Nase hauen. Und als nächstes haben wir jetzt den Blockade. Na? Ich glaube, das ist im Schach zumindest irgendwas, wo man verhindert, dass der Bauer das Spielfeld überquert. Weil dann kriegt man ja eine Figur zurück. Und deswegen blockiert man da. Oh. Hä? Ja, das geht ja gut los. Hier ist eine Blockade im Sprüher. Hallo. Ja, super. Also da seht ihr, Quality. Blockade halt, ne? Was will man machen? Zum Glück kam ja beim ersten Mal was raus, ja nicht so schlimm. Ah, das ist auch schön im Maul direkt drin. Boah, ey, wenn da merkst du schon, dass die Aerosole, das steigt dir so richtig in den Hals rein. Ach, jetzt habe ich nicht vorgelesen, was das hier soll. Smooth, calculated and dynamic scent of Blockade make it a mango fragrance that inspires action and growth. Aha. Wachstum. Ja, gut. Müssen Sie ja wissen, also. Mangodüfte, ja, was soll ich dazu sagen, ne? Gibt es jetzt auch nicht wenig aktuell, ne? Es gibt den Mango-Kiss hier von Stefan Humbert Lucas. Den Mango Oud von Gretty. Hier soll auch Oud drin sein und jetzt gibt es ja auch noch diesen Patina von Ugolini, auch mit Mango. Also es ist ein Trend, Mango. Hier haben wir jetzt Mango-Schale, Bergamott, Tomatenblatt und Rosapfeffer, Mango-Blüte, Sternanis, Alpenveilchen, Lavendel, Oud, Patchouli, Wildleder und Ambrosta. Dazu muss man sagen, ist auch noch eine interessante Information, die sind Proud Partner of Symrise, so ein deutsches Unternehmen für ja, Duftstoffe und Aromachemicals. Und ich habe mir hier schon relativ synthetische Düfte erhofft. Der ist auch schon wieder so sehr leicht. Fruchtig, frisch wird hier gesagt. Und mein Problem, wenn ich jetzt schon eins ausmachen will, ich meine, wir haben 2 von 10, da kann man jetzt noch nicht von einem Problem sprechen, ist vielleicht, dass die alle sehr, sehr gefällig sind bis jetzt. Geil, bei 2 von 10 sind alle sehr gefällig. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, das kriegt man günstiger. Da kann man beim Douglas schauen und da braucht man jetzt nicht irgendwie so, das ist so ein bisschen Halbdesigner irgendwie. Aber gut. Schlecht ist er nicht. Schlecht ist nur der Sprüher. Also, dass da. Sowas, finde ich, darf eigentlich nicht passieren. Dass du da so ein Pack kaufst und dann kommt da aus dem Ding nichts raus. Also, das ist irgendwie auch. Und jetzt haben wir Azulis Diamond. Das musste ich vorher googeln. Ich mache mich natürlich schlau, ist ja klar. Und dieser gute Mann, der war irgendwie der Meister in dem Spiel, was es vor Schach gab. Abu Bakr Muhammad bin Yahya Azzuli. Meister im Shadranj. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Und der hat irgend so einen Move, und das ist dieser Azulis Diamond und der ist irgendwie bis heute, ist der unschlagbar oder unspielbar oder weiß ich nicht. Ist auf jeden Fall, war der 900, im Jahr 900 war der quasi der stärkste Spieler aller Zeiten. Gucken wir mal, ob der auch heute noch der stärkste Spieler aller Zeiten ist. Wenn das schon, ich sag mal, in der Beschreibung so losgeht, würde ich antizipieren, dass es sich hier wohl um einen orientalen Duft handeln soll. So, der hatte zumindest keine Blockade, das ist schon mal super. Oh ja, das geht schon mal ein bisschen anders los. Was haben wir hier? Holzig, würzig. Also Bergamott, wieder das Feigenblatt, madagaskische Mandarine, Ginster, madagaskischer Ilang-Ilang, Tonkabohne, Amberholz, Myrrhe, Opoponax, Weihrauch. Und der ist zum Beispiel von Annick Mirando. Ne? Der ist ausgeglichen, der ist wirklich schön. Ja? Das kann man machen. Auch hier wieder, ne? Das ist jetzt nichts, wo ich jetzt das Gefühl habe, es ist super nischig. Das ist wirklich auch ein sehr gefälliger Duft. Bis jetzt alles Düfte, die man super auch ins Office tragen kann. Hier kommt so ein bisschen direkt so die Tonkabohne und der Weihrauch mit durch. Bergamott habe ich jetzt nicht unbedingt, das Feigenblatt riecht man schon raus. Ja, ne, ist auch wieder ein netter, würzig, holziger Duft, aber dass der jetzt so super, super krass orientalisch ist, hier ist komischerweise jetzt auch kein Oud drin, hätte ich jetzt vielleicht eher in so einem Duft erwartet. Aber gut. Dann haben wir den Kaisa. Kaisa ist der Überlieferung nach die Göttin des Schachs. Hatte da auch mal eine Affäre mit dem Gott Mars. Also da Kriegsgott, Schachgott, das geht doch gut zusammen. Also schauen wir mal, was hier jetzt Kaisa kann. Gucken wir mal rein. Kaisa.
Also, los geht's. Kaisa. Ich habe gerade nichts zu dem Azulis Diamond vorgelesen. Das tut mir sehr leid. Das werde ich jetzt auch nicht mehr machen. Chance ist vorbei. Aber zum Kaisa können wir was sagen. Hier steht, Descending from the heavens, ah ja, klar, weil es ja eine Göttin, in an inspired bouquet, Kaisa demonstrates the length we will go for love. Ah ja, wahrscheinlich dann zum Mars, ne? Wird dann da. Wenn man mit dem da irgendwas hatte, dann wird der wohl gemeint sein, nehme ich stark an. Also, hier haben wir ganz abgefahrene Sachen. Denn hier soll eigentlich schwarzes Licorice drin sein. Und das kann ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht bestätigen. Kardamom, dann ein Fugacet-Akkord. Soll wohl irgendwas Brotartiges sein. Schwarze Lakritze, rosa Pfeffer, ägyptischer Jasmin, madagaskischer Ilang Ilang. Tubeliane, weiß ich nicht. Waldgardenie, Ambrozenide. Da wird es beim einen oder anderen in der Nase kratzen. Wobei ich ehrlich gesagt immer das Gefühl habe, es kommt darauf an, wie viel Ambrozenid man nimmt. Eigentlich soll das ja nur so eine holzige Basis machen. Kakao und Moschus. Und wisst ihr was? Das ist tatsächlich der erste, der mir richtig gut gefällt. Hat so ein bisschen was vom Scusami von Filippo Soccinelli. Der ist ein bisschen rauchiger. Also der Soccinelli. Blumig süß. Eigentlich überhaupt nicht mein Scent Profile, wie man so schön sagt. Aber die Kaisa, die kann dann, wenn sie mit dem Mars fertig ist, auch mal bei mir vorbeikommen. Weil der ist wirklich schön. Gefällt mir gut. Prima. Ist jetzt auch noch keiner richtig schlecht. Es sind halt 3 so ein bisschen unspektakulär. Und der ist aber wirklich schön. Sind alles Unisex-Düfte. Ich habe das Gefühl, trotzdem der Kaisa vielleicht so ein bisschen weiblicher. Aber im Endeffekt gefällt er mir ja auch so. Jetzt haben wir Checkmate. Checkmate bedeutet Schachmatt. Da muss ja jetzt was kommen hier, Freunde. Auch da wird wahrscheinlich in der Beschreibung zumindest auch wieder nichts mit Schach vorkommen. Das ist das, was mich so ein bisschen nervt. Ja? Also sie reden da immer über Action and Growth und so und dann man hat das Gefühl, diese Schachgeschichte ist einfach nur so ein bisschen aufgedengelt. So nach dem Motto, ja, die sehen halt aus wie Schachfiguren und wir haben halt dieses Overall-Schachthema, aber eigentlich haben die Düfte damit nichts zu tun. Naja, kann ja auch nichts machen. An effervescent burst of champagne rushes to action in a dazzling sparkle of hope in Checkmate. Ja, da haben wir so einen Champagnerduft. Und da gibt es den Remarkable People, falls den jemand kennt. Von Etat Libre d'Orange. Den fand ich schon nicht so gut. Und es ist bei dem, stand jetzt rieche ich vor allen Dingen Rose und so eine Nivea-Creme-Note. Bin ich jetzt nicht so ein Riesenfan von, to be honest. Rote Johannisbeere, Champagner, Davana. Geht ja mit Rum eigentlich immer gut zusammen, aber ob das jetzt hier... Ja, die wird wahrscheinlich so ein bisschen mit in diese Champagnernote reinspielen. Ne? Bulgarische Rose, die Centifolia haben wir auch wieder, also die 100-blättrige Rose. Gibt es ja auch im Radical Rose. Magnolie, Baummoos, Bourbon, Tabak und Patchouli. Und ich weiß nicht, das erinnert mich so ein bisschen... Weiß ich gar nicht, warum mich das erinnert. Es hat halt auf jeden Fall so diese Boozy-Note so ein bisschen, ohne dass es jetzt wirklich so, ist ja kein Whisky, ist ja Champagner, aber mit der Davana und der Rose zusammen, die Kombi kennt man. Ich persönlich muss sagen, da stört mich wirklich was dran. Und das ist diese Nivea-Creme-Note. Irgendwie riecht der irgendwie so auf so eine nicht so geile Art cremig. Also ich will nicht nach Nivea-Creme riechen so. Als ob der bei mir jetzt hier... Der mich jetzt schachmatt setzt, weiß ich auch nicht. Checkmate, na gut. So, wir gehen weiter, Freunde. Ist ja auch egal. Wir kommen jetzt zu den schwarzen Düften und da gibt es jetzt erstmal den Jadoub. Und das ist wieder eine Story. Das ist so typisch für Schach. Jadoub ist ein Ausruf, weil wenn man beim Schach eine Figur zieht, also anfasst, ne, packt da dran, dann müsst ihr die ziehen. Jetzt kann es ja sein, dass irgendjemand im Eifer des Gefechts da die Figur so ein bisschen über die Linie geschoben hat und das sieht einfach nicht mehr so schön aus. Dann muss man Jadoub rufen. Das bedeutet, ich rücke zurecht. Das heißt, ihr fasst die Figur an, um sie wieder schön ins Feld zu stellen, damit der andere bloß nicht denkt, ihr wollt die ziehen. Ne? Jadoub, Freunde. Hier wird zurechtgerückt. So, gucken wir mal, ob der mich auch zurechtrückt. Da gibt es bestimmt auch wieder irgendeinen spannenden Text. Also Jadoub begins with a whisper of a warning. Ach was. Was soll das heißen? Sprühen auf eigene Gefahr oder was? Also, Warning ist das. An intriguing sensation engulfs us in an opening of pomegranate fragrance, Rouge Groseille, das ist die rote Johannisbeere,
and Mandarin as the fragrance surges forward in a wave of tantalizing sweetness. Naja, gut. Also hier hat man sich zumindest Mühe gegeben, also hat man den Typ, der die Texte geschrieben hat, der war beschäftigt. Das muss man schon sagen. Also ich weiß ja nicht. Irgendwie Granatapfel. Bright Pomegranate. Was ist denn? Gibt es auch einen Unbright Pomegranate? Den alten beim Edeka oder was, der da unten in der Obstkiste liegt? Ja, also die Johannisbeere kommt schon durch, das muss man sagen. Blumig, fruchtig, aber ist überhaupt nicht mein Ding. Da ist auch Ambrus da, Leder und so. Ich meine, gut, ist ein Duftstreifen, darf man auch nicht vergessen. Aber ja, das ist immer noch, ist ein ganz netter Designer. Also mich haut der wirklich gar nicht vom Hocker. Ich bin bis jetzt so ein bisschen underwhelmed. Ich hatte echt gedacht, das ist jetzt hier die neue Fragrance Sensation. Aber irgendwie, weiß ich nicht, ist das nicht so richtig die Fragrance Sensation. Jetzt haben wir Double Attack. Da hätte ich mich vorher schlau machen sollen. Ich habe ein paar Runden Schach in meinem Leben natürlich gespielt. Was eine Double Attack ist, weiß ich jetzt auch nicht. Aber gut. Ich glaube, ich hab's vorher extra gegoogelt, Freunde. Egal. Es ist auch was mit Schach zu tun hat. Und ich glaube, da wird die Dame angegriffen. Meine ich. Würde ja auch passen. Vielleicht ist das hier der Compliment Getter. Ist auf jeden Fall bei der Fragrance Foundation 2023 Finalist geworden. Da muss man immer wissen, Finalist ist nicht Gewinner. Das sieht gut aus, weil man kann sich so ein Bappal da auf die Website hauen, aber im Endeffekt bedeutet das, man ist Finalist geworden. Man hat aber nicht gewonnen, dann wird da ja Winner stehen. So. Utilizes the faceted, ich sag ja, da brauchst du, also das auf jeden Fall die mehrschichtigen Noten der Schokolade. To deliver a medley of bittersweet woody notes that drive the fragrance. Und ich sag euch eins, es tut mir super leid. Es tut mir wirklich super leid. Das ist gar kein schöner Duft. Orangenbitter, Piment, rosa Pfeffer, Agave, madagaskischer Zimt, Rosengerani, Bourbon Vanille, dunkle Schokolade, indisches Sandelholz, Bourbon Vetiver. Wisst ihr, wie diese Proteinpulver riechen? Diese Schokoladenproteinpulver? Genau so riecht es. Das ist ja kein geiler Geruch. Turbosynthetisch, was die da bei den Finalists, was die da gerochen haben bei der Fragrance Foundation, ist mir schleierhaft. Nee. Also hier ist der erste, das ist für mich ein Totalausfall. Der ist überhaupt nicht schön. Also wer so riecht, weiß nicht, ob da die Girls irgendwie anders drauf reagieren, soll ja eine Double Attack sein. Also mich kriegst du damit nicht. Mich kannst du damit jagen vielleicht. Also vielleicht ist das damit gemeint mit Double Attack. Ich weiß es nicht. Also kann man sich schenken hier den Double Attack. Also meiner Meinung nach. Kann ja sein, dass ihr gern nach Proteinpulver riechen wollt. Alles gut. Scholar's Mate, so das ist das Schäferschach. Was das heißen soll, ehrlich gesagt auch da, ich habe versucht, das rauszubekommen, was Schäferschach ist. Du know. Ich weiß nur, dass es Schäferschach heißt. So. Oh, ja, das kommt mir bekannt vor. Das riecht sehr kardamomlastig. Scholar's Mate is an ode to partnership and is sparkling with promise. Okay, alles klar. Dann kann auch an der Stelle nichts mehr schief gehen, das ist das Wichtigste. Und hier haben wir ein Bergamot, Grapefruit, Kardamom, Zimtblatt, ja. Und der Kardamom kommt schon durch, es ist sehr, sehr holzig. Ja, indisches Sandelholz auch drin. Elemiharz, Iriswurzel, Piment, Zypriol, Feigenmilch, indisches Sandelholz, madagaskischer Vetiver. Und wisst ihr, woran der mich erinnert? Der hat so eine Santal 33 Note. Das ist ja auch so ein Feigenduft, aber mit dem Sandelholz. Und das hier ist wirklich so ein Santal 33 Sandelholz. Vielleicht ein bisschen rauchiger, weiß ich nicht. Also, was mich Stand jetzt erstmal überrascht, ist, dass hier erstmal gar nicht so viele Düfte bei sind, wo ich denke, die sind irgendwie wahnsinnig originell, was mich wieder zu dem Punkt vom Anfang bringt. Gute ParfümeurInnen, bekannte DNAs, bisschen schönes Marketing, schicker Flakon, großes Preisschild und dann läuft der Laden. Nee, komm. Also Santal 33 mag ich halt auch nicht. Und der gefällt mir auch nicht. So, das ist auch nix. Schade. Na gut. Gardes ist der nächste, oder Gardé, spricht man das aus? Weiß ich nicht. Das ist auf jeden Fall so ein Ausruf wie Schach. Aber das ruft man nicht, wenn der König im Schach steht, sondern wenn man die Dame bedroht. Also von daher, gut, bedrohen wir mal hier die Dame. Hoffentlich nur olfaktorisch.
Ist auch wieder ein Fragrance Foundation Finalist. Super. Da hat der letzte, der da Finalist war, der war wirklich, das war der schlechteste von allen. Hoffen wir mal, dass der jetzt hier so ein bisschen besser ist. Boah, nee, das ist auch nichts, das rieche ich jetzt schon. Das zieht in die Nase, Alter. Oh nee, Alter, was ist das? Oh, Bruder, ich kriege keine Luft mehr von dem Zeug. Was steht da? Goddess reveals the willing sacrifices we make to secure our love, our freedom and our future. Ah, das weiß ich nicht, ob das stimmt, ob das zutrifft. Also wenn ich Freedom and Future saven will, dann gehe ich wählen und gucke, dass ich da irgendwie mich halbwegs wie ein vernünftiger Mensch benehme, aber nicht hier mir das hier draufknall. Weil, ehrlich gesagt, was ist denn das? Aprikose, Brombeerblatt, Iriswurzel, Jasmin, Rosenholz, Schwarzjohannisbeere, Popcorn, Leder, Zedernholz. Boah, das ist eine furchtbare Kombination. Eieieiei. Nee, das möchte ich auch nicht. Also sorry, ich weiß nicht. Also wir haben es relativ früh am Tage. Ich habe noch gar nichts gerochen heute, deswegen kann mir wirklich keiner sagen, Noseblind oder so, aber das war ja jetzt hier auch schon wieder nix. So, jetzt haben wir noch einen übrig. Den letzten, den Grandmaster. Naja gut, der hat ja dann nochmal die Chance, uns ein bisschen zu überzeugen. Das ist ja der Großmeister. Das ist ja auch natürlich was aus der Schachterminologie. So, komm mal raus hier, Grandmaster. Ich kenne nur Grandmaster Flash. Aber der wird hier mit nichts zu tun haben. Jetzt ist mir hier die Verpackung segeln gegangen. Komm, ist egal, ist wurscht. Grandmaster strikes swiftly as the softness transforms into unmatched strength. The flawless harmony of power and tenderness astonished the senses, awakening the knowledge of our own divine potential. Das göttliche Potenzial. Digga, also wer hat das denn hier geschrieben? Da hat doch auch jemand wieder bisschen, also ich will nicht immer diese ganzen komischen Drogen vergleichen, aber das ist doch wirklich, da musst du doch eine Pappe genommen haben, damit du sowas schreibst hier. Und vor allem, warum ist das alles geschrieben, als wäre es ein scheiß Poesiealbum? Das ist ja furchtbar, naja, okay. Rosenwasser, Pfingstrose, Schwarzjohannisbeere, Kona-Kaffee, Veilchen, wieder die Centifolia, Panettone, Weihrauch, Ebenholz und Myrrhe. Ja, so ein bisschen Weihrauch und Ebenholz, ja, Rose ist auch auf jeden Fall wahrnehmbar, ist so ein bisschen so ein, hier steht holzig, orientalisch und ehrlich gesagt, der Kaffee, der da drin ist, stört mich eher. Ist so ein bisschen so eine oldschoolige Rose, relativ unfruchtig, sehr holzig. Sehr holzig. Und diese Weihrauch-Myrrhe-Basis. Grandmaster. Nee, auch nicht. Gut. So, Freunde, also wir haben jetzt hier die Mind Games haben wir quasi eigentlich durchgehudelt, aber jetzt kommt ja noch das Fazit, weil ich gebe den Düften ja immer noch mal eine Chance, die können noch mal so ein bisschen hier vor sich hin trocknen, ne? Und dann kriegt man auch noch ein bisschen mehr mit als die Kopfnote. Bis jetzt würde ich sagen, ist der Hype nicht so richtig real. Ich habe das Gefühl, es ist genau das, was ich angenommen habe, ohne dass es jetzt irgendwie, ich habe wirklich versucht, unvoreingenommen zu sein, aber es wirkt wirklich wie so eine, ja, Reißbrennmarke. Gut. Aber wir schauen noch mal rein. Also wir hatten Kessling, ne? Das war dieser Feigenduft hier am Anfang. Ja, da ist auch nicht viel passiert. Der ist aber ganz schön. Wie gesagt, ich glaube, den kriegt man günstiger. Da kann man halt so einen Naki nehmen, der riecht wirklich fast genauso. Der Naki hat halt noch den Pfirsich, den hat der hier nicht. Hier hat man halt so diese Fräse und Bergamott, wobei ich da den Pfirsich auch spannender finde. Bisschen diese Sandelholzbasis, ja, kann man machen. Muss man aber nicht. Dann haben wir die Blockade, das war der schon nicht aus der Pulle kam, der Mangoduft hier. Was man dem zugutehalten muss, ist, dass das wenigstens Mangoschale ist und Mangoblüte und nicht diese überreife Mango. Tomatenblatt, Sternanis und Oud. Also, ja, vielleicht hat er tatsächlich unten so ein bisschen so eine ledrige, aber ehrlich gesagt, der ist schlechter geworden, weil hier steht fruchtig frisch und da ist irgend so was Stechendes. Er riecht sehr, sehr synthetisch. Weiß ich nicht, muss man wollen. Die Blockade so. Jetzt haben wir nochmal den Azulis Diamond. Das hatten wir ja gerade hier auch schon. Gucken wir mal. Ja, und der ist immer noch okay. Das finde ich ist jetzt, wie gesagt, der tut auch keinem weh.
Aber der ist ganz schön. Also irgendwas erinnert mich auch an einen anderen Duft. Jetzt komme ich natürlich nicht drauf, aber ist eine sehr bekannte DNA. Aber schön, ist also sehr süß. Diese Tonkabohne, Weihrauch, Opoponax Geschichte. Nur die Kopfnote, also diese Mandarine, Feigenblatt, Bergamott, habe ich hier nicht so richtig. Der ist eher wirklich so ein holzig-würziges Dingen. So. Dann haben wir, vorsichtig hier, den Caissa, ja, und der gefällt mir immer noch gut. Das ist, ich würde da zwar auch, und es tut mir leid, wenn ich das so sage, aber ich würde auch da wieder den Soccinelli nehmen. Einfach weil der noch ein bisschen frecher ist, also so ein bisschen wilder und vor allen Dingen auch günstiger. Ich glaube, da zahlt man so um die 200 €, glaube ich, mittlerweile. Für die 100 Milliliter, hier hat man halt 350. Aber ja, ich rieche halt nur kein Lakritz. Das enttäuscht mich so ein bisschen, weil ich mag eigentlich Lakritz in Düften, ist hier allerdings nicht drin. Checkmate. Ja, Checkmate. Was machen wir damit? Das ist dieser Champagnerduft, der gefällt mir nicht. Bleibe ich bei. Der hat so eine Nivea-Note, also das muss jeder selbst wissen. Riecht den mal, testet den mal. War jetzt ist nichts für mich hier. So, als nächstes haben wir den Jadou, den Zurechtdrücker hier. Rote Johannisbeere, Mandarine, ja, das kommt schon durch. Granatapfel weiß ich nicht. Leder, Patchouli habe ich gar nicht. Also diese Rose-Johannisbeer-Kombination finde ich auch unspektakulär. Ey, es tut mir wirklich so leid. Ich habe mich echt gefreut. Ich habe das Ding ja hier auch gekauft mit hohen Erwartungen. Und dann haben wir den Double Attack. Das ist immer noch nicht schön. Also diese Schokolade, das hätte man sich wirklich sparen können. Bin ich ganz ehrlich. Scholas Mate. Wo ist er? Hier ist er. Ja, Santal 33. Kann man auch für weniger Geld kaufen. Wobei das stimmt, glaube ich, nicht. Der Santal 33 ist nur in 50 Milliliter ein bisschen günstiger. Die haben ja auch die Preise so brutal angezogen. Albern ist das. Ja, dann haben wir hier den Gardez. Und der riecht einfach auch wirklich, da ist, als ob man an einem Brett riecht. Aber jetzt nicht so schön, irgendwie vielschichtig, sondern wirklich Holzzuschnitt beim Obi. Und zu guter Letzt haben wir den Grandmaster. Ja, weiß ich auch nicht, ob das ein Grandmaster für mich ist. Und das Video ging so gut los. Ich hatte so Bock eigentlich, wirklich. Ja, holzig-orientalisch kann man mal machen. Also ja, weiß ich alles nicht. Weiß ich wirklich alles nicht. Ich klicke mich hier nochmal so durch. Irgendwas, was sparkt da mein Interest? Nee, haben wir nix. So, was machen wir jetzt damit? Jetzt sind wir durch. Ich kann euch sagen, also der Castling ist ganz nett. Der Al-Sulis Diamond ist ganz nett. Der Caissa ist vielleicht sogar der beste. Und von da an wird es wirklich gruselig. Meiner Meinung nach. Also nicht jetzt, dass die... Doch, teilweise riechen die nicht mal gut. Also zum Beispiel dieser Double Attack ist einfach kein schöner Duft. Excuse me, aber so ist es. Gut, Freunde, also wir packen jetzt hier Mind Games ein. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt mit diesem Discovery Kit mache. Ich sage euch eins, Soulmate Collection machen wir jetzt nicht auch noch. Da habe ich keinen Bock drauf. Das ist mir zu teuer dafür, das wird wahrscheinlich auch nicht besser werden. Aber wir haben ja nächste Woche hier Born to Stand Out und dann könnt ihr mal überlegen, was wir machen wollen. Also wir hätten hier noch Frederic Malle, falls jemand Bock hat. Und ich muss sagen, tendenziell habe ich immer Bock. Frederic Malle ist geil. Einmal für Frauen, einmal für Männer. Deswegen ist das hier zweimal diese Essentials. Und einfach, weil ich auch Bock hatte, Hank. Ja, die werden ja super kontrovers diskutiert. Das sind ja irgendwie diese sehr homoerotischen Düfte. Können wir auch machen, hätte ich Bock drauf. Ihr schreibt mal in die Kommentare einmal, ob ihr schon Erfahrungen mit Mind Games gemacht habt. Vielleicht sagt ihr auch, ey Digga, du hast keine Ahnung, du verstehst es einfach nicht. Dann bitte alles in die Kommentare schreiben. Mein Tipp ist, testet es trotzdem. Vielleicht nicht mit dem Discovery Kit, weil wie gesagt, es ist relativ teuer, geht in eine Parfümerie, probiert die mal aus. Schreibt in die Kommentare, was gut, was schlecht war, was ihr euch als nächstes wünscht. Und dann würde ich sagen, ihr habt die Animation ja schon gesehen, aber ich sage es nochmal, doppelt hält besser, einmal Glocke anmachen, ja, Kanal abonnieren, Like da lassen, am besten das Video teilen. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns einfach nächstes Video wiedersehen. Ich wünsche euch jetzt noch alles Liebe, alles Gute und tschüss.